Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen X-Plane 11 Video. Wir werden heute nach England fliegen und zwar von Hamburg nach London City Airport. Dazu haben wir wieder den JARDesign Airbus A320 in der AirBerlin EDDH-Lackierung und ja, ihr wollt in der letzten Folge sehen, wie ich den Airbus vorbereite. Deswegen werde ich euch das jetzt zeigen. Als erstes müssen wir die External Power anmachen, danach den Battery 1 und Battery 2 Schalter, die Fuel Pumps anmachen, die APU anmachen, die Temperaturen richtig einstellen, die ADIRS auf NAV, und immer warten, bis hier oben das Licht aus ist. Gut, die Beacons anmachen, die Seatbelt Signs anmachen und wir hören uns mal die Ansage an. Ja, das war die Ansage. Wir haben heute ein QH von 1002, also sehr niedrig. Wir machen noch kurz die Seatbelts, die No Smoking Signs on und die Exit Lights, die Emergency Exit Lights. Wir werden jetzt den Flight Plan eingeben, beziehungsweise ich werde es machen. Wir sehen uns gleich wieder, weil das ja nur Buchstaben eintippen. Also ja, ich habe den Flugplan jetzt hier eingegeben und wenn wir hier durchschauen, sehen wir, dass wir ankommen sollten. Wir werden es sehen. Das heißt, wir können hier jetzt weiter vorbereiten. Die Performance Data Seite. We want. Are you kidding me? Never mind. Wir haben we want von 140, we rotate von 145 und we do von 157. Wir haben eine Transition Altitude von 5000. Wir werden mit Flaps 2 starten. Genau. Okay. Init Fuel Prediction, keine Ahnung, was hier rein muss. Ach ne, hier. Genau, und deswegen habe ich alles eingestellt, hoffe ich mal. Werden wir, sobald das IRS an ist, in 3 Minuten schon fertig führen. Fürs Pushbecken. Nein, wir müssen noch die APU Bleed on machen. Ich glaube, die Packs müssen auch on sein. Das habe ich vergessen, auf eine Checkliste zu schreiben. Das heißt, wir können jetzt auch mal die ganzen Ground-Fahrzeuge hier wegfahren. Wir können das Flugzeug und wir können die Türen schließen. Ja. Es leckt leider, also irgendwie leckt der A320 ein bisschen.
Ich habe hier noch das Add-on installiert, hier nicht Ground Handling, X-Passenger, deswegen müssen wir die Ansage nochmal machen. Ladies and gentlemen, welcome aboard this Qantas flight. It is a requirement you are familiar with the safety equipment carried on this aircraft. Please watch the nearest video screen or the cabin crew for this safety demonstration. Aber X-Plan F sieht halt schon nice aus. Das ist im Prinzip alles Standard, bis auf die Wettertexturen vielleicht, aber der Rest ist Standard. Und der Airbus halt, aber der Rest ist halt Standard und der Flugplatz sieht halt echt geil aus für Standard. Komm jetzt, allein dich mal, ich muss weiter. Ich denke mal, ein Terrain brauchen wir nicht anhaben in Hamburg, aber es sieht einfach cooler aus. Komm, noch 2 Minuten. Ich mache hier gleich mal einen Cut, bis das 2 Minuten hier weg ist, damit wir weitermachen können. Also bis unser IRS ist an. Das heißt, wir werden jetzt soweit ready für den Start. Das heißt, wir gehen mal die Checkliste durch. Before start checklist. Before start checklist. Cockpit preparation completed. Gear pins and covers removed. Signs on. Adheres. Nav mode. Fuel quantity in kilo 07985. Takeoff data. It is not okay, sir. It is not set. Takeoff data is not set. Das heißt, was ist hier nicht gesetzt? TO Shift. Probieren wir nochmal. Cockpit preparation completed. Gear pins and covers removed. Signs on. Adheres. Nav mode. Fuel quantity in kilo 07984. Takeoff data. It is not okay, sir. Was ist it nicht is not okay? Set. Was ist nicht okay bei der Ding? Ich weiß nicht. Ja gut, dann keine Ahnung. Dann sind wir damit jetzt durch. Das heißt, wir holen uns den Pushback-Wagen und wir lassen uns nach links pushen, denn wir werden von der 33 starten. Und da kommt der Pushback schon. Und wir sind ready. Park brake off. Los geht's. Also, wir starten Engines. Starting engine 2. Also, sorry für die Lags immer zwischendurch, aber da kann ich auch nichts machen. Ich weiß nicht, warum das so laggt. Also vor allem, wenn ich mich halt umsehe. So. Engine 2 ist stable. Jo. Das heißt, ich weiß nicht, ob das im Video nachher auch so laggt. Das heißt, wir machen jetzt Engine 1 an. Genau, ich glaube, das soll jetzt mal stehen bleiben. Aber warum steht da ein A330 im Weg? So, wir standen auf jeden Fall Engine 1. Wir können die Autobrakes mal armen, wir können Spoilers armed. Flaps 1, flaps 2.
Cabin ready, flaps takeoff arm, takeoff config normal, passt alles. Okay, Engine 2 ist stable, Engine 1 meine ich. Das heißt, wir können das zurückmachen. Und jetzt hat Checklist after start. After start checklist. Anti-ice, as required. ECAM status, checked. Pitch trim, 0.8. Down. Rudder trim, 0. APU, set on. Ground crew, clear. Anti-skid and nose wheel steering. On. Checklist completed. Okay. Fertig. Flight controls, check. Flight control check. Full up, check. Full down, check. Neutral, check. Full left, check. Full right, check. Neutral, check. Press pedals disconnect push button, check. Pedal full left, check. Pedal full right, check. Neutral, check. Press pedals disconnect push button, check. Checklist completed. Ja. Das heißt, wir rollen jetzt zum Holding Point und wir sehen uns gleich. Ja, wir sind jetzt hier auf der Runway 33. Wir werden jetzt halt die letzten Vorbereitungen durchführen. Das heißt, die APU aus, die APU Bleed aus, die Strobes on, die Nav Lights on, das auf Takeoff und die Landing Lights on. Und damit sind wir ready. Wir gehen die Before Takeoff Checklist durch. Before takeoff checklist. Flight controls, checked. Flight instruments, checked. Briefing, confirmed. Flap settings config. Flaps 2, V1, 1, 4, 0. V rotate, 1, 4, 5. V2, 1, 5, 7. Flex temperature, 5, 0. ATC, set. ECAM memo, no blue. Checklist down to the line completed. If you're ready to continue below the line, click it again. Cabin crew, advised. Engine mode selector. Set normal as wearer required. Packs, set off. Course of APU bleed. Checklist below the line completed. Ja, wir sind ready von Takeoff. Was soll das jetzt? Da rollen jetzt einfach mal 2 Pushback-Wagen über die, ein Gepäckwagen und ein Pushback-Wagen über die Stadtbahn. Alles klar. Und da kommt ein Traktor. Was ist los? Ja. Da hinten haben wir ein Flugzeug, eine King Air. Eine Pilatus PC-12. Eine 747, eine King Air, ein paar MD-82, 737, A320, A330. Alter, jetzt kann ich jetzt mal starten, bitte. So, wir sind jetzt eigentlich soweit fertig. Wir schalten die Parkbremse aus und los geht's. Wir geben Gas. Auto. Power set. Ja, Power Set. Knots. V1. Rotate. Positive climb. So, Gear up. wir sind in der Luft. Wir können die Klappen schon mal als anfahren. Speed check. Flaps 1. Und das ist auch mit dem Speedcheck cool. Und das sieht doch cooler hier aus. Mit dem Abheben und dem Wetter. Das ist richtig schön hier. Mit dem Licht. Ja, eigentlich wollte ich heute woanders hinfliegen. Und zwar entweder nach Gibraltar oder Samos, also Griechenland. Aber X-Plane hatte keinen Bock drauf. Und
zeigt mir da nur Wasser an, obwohl ich die Szenerien installiert habe. Deswegen finde ich das schade und kann da leider nicht hinfliegen. Ich werde jetzt eventuell mein X-Plane 11 neu installieren. Mal schauen. Wir steigen jetzt auf jeden Fall erstmal raus aus Hamburg und Richtung England. Ich fliege noch per Hand, weil es gerade richtig schön ist und ich finde das Wetter hier gerade richtig cool. Das mit dem Licht und so sieht echt cool aus. Und die Wolken sehen auch echt schön aus. So, wir werden jetzt eine 90 Grad Linkskurve vielleicht fliegen. Ja, den haben wir ja schon gesehen da unten. Ja, da ist er. Aber das passt alles. So, wir steigen jetzt auf bis 5000. Dann werde ich mein QNH auf Standard umstellen. Und dann werde ich Autopilot einschalten und euch dann wieder bei der Landung sehen. Es könnte ein bisschen windig werden im Flug, deswegen werde ich die Seatbelt-Signs on lassen. Momentan sehr windig da oben. Ja. Und zwar haben wir jetzt 5000 erreicht, das heißt wir steigen um auf Standard und werde jetzt die Kurve fertig fliegen. Das war echt ein bisschen sehr stark. Und jetzt werde ich den Autopilot anschalten. Genau, und damit sage ich bis nachher. Ich wünsche euch einen schönen Flug. Wir sehen uns bei der Landung. Tschüss. You stare. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. We can figure this out. Put your feet down. A time when we never let go, never let go. Ooh, we never let go. We can figure this out. Put your feet down. We are the lucky ones. Swallow your choices.
book that I wrote, or all the words that we spoke, yet only with our eyes. Now is the time to choose. Somebody wins. Ja, wir sind jetzt im Landeanflug auf London. Nach unserem Gleitslope und nach den Punkten hier vorne sind wir noch zu niedrig. Ich finde, wir sind viel zu hoch. Gear down. Aber wir machen jetzt erstmal die Lande-Checkliste. Landing checklist. Cabin crew advised. Auto throttle mode off. ECAM memo. It is not okay, sir. It is not no blue. Ich werde per Hand heute landen. Kein ILS. Aber wir sind doch nicht viel zu hoch. Wir sind viel zu tief. Wir sind viel zu hoch. Also das reicht niemals. Ich fand nicht. Oder vielleicht doch. Wir werden sehen. Ich vertraue der Technik. Die kann das schon. Ja, auf jeden Fall noch viel zu viel Sprit dabei. Radio altimeter alive. ECAM memo. No blue. Go around altitude. It is not okay, sir. It is not set. Autopilot 1, cross-check. Autopilot 2, Ich cross-check. habe jetzt auf jeden Fall ILS, hätte ich jetzt. Speed. Aber ja, wir haben immer noch 4 rote. Ich weiß nicht, warum 4 rote? Und was mir auffällt, irgendwie sieht London ein bisschen klein aus. Das ist London. Ladies and gentlemen, we are about to land. So, Remain seated until the captain switches off the fasten seatbelt sign. fast alles. Gut, wir sind jetzt ready für die Landung. Ja, das mit dem Gleitslope hat nicht so gepasst. Aber wir werden ihn schon runterbringen. Wir fliegen auf jeden Fall viel zu tief an. Zumindest nach dem Gleitslope und nach dem Ding hier. Hundred above. Sync rate. Sync rate. 200, Sync rate. Sync rate. Sync rate. 100, Sync rate. Sync 50, rate. 40, Sync 30, rate. 20. Sync rate. Oh, Cell. Spoilers full. That was a rough landing. Scheiße. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir schon so weit unten sind. Oh, fuck. Oh. Ach du Scheiße. Ich weiß aber auch nicht, ob man hier mit einem A320 landen kann. Ah, Scheiße, war die hart. Ach du Scheiße. Da werden wir gleich wieder von AirBerlin gefeuert. Also ich weiß, dass die Landung scheiße war.
Also das war gleich die schlechteste Landung, die ich jemals gemacht habe. Ach du Scheiße. Das Replay wird halt schwer sein einzublenden, weil es einfach laggt mega, aber ich werde es probieren. Oh. Naja, trotzdem, das war der Flug von Hamburg nach London. Kurzstrecke. Nächstes Mal wird es wieder besser. Jetzt habt ihr auch mal den Sound gehört, was der Co-Pilot sagt, wenn man nicht so eine schöne Landung hatte. Das war geplant. Das war extra so. So, das müsste passen. Ja. Ladies and gentlemen, we have arrived at our destination. For those passengers departing here, we would like to thank you for flying Qantas. For those passengers with connecting flights with Qantas, Jetstar, another airline, or any of our One World airline partners, the cabin crew will be able to assist you with any information. Thank you for flying Qantas. We hope you have enjoyed your flight. Ja. Das war der Flug. Auch wenn die Landung scheiße war, hoffe ich, dass er euch trotzdem gefallen hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Like da lassen. Das würde mich sehr freuen. Ach nee, das hatte ich ja schon. Ladies and gentlemen, we have arrived at our destination. For those passengers departing here, we would like to thank you for flying Qantas. Brauchen wir Crown For Power? those passengers Eigentlich with nicht. connecting flights with Qantas, Jetstar, another airline, or any of our One World airline partners, the cabin crew will be able to assist you with any information. Thank you for flying Ja. Qantas. We hope you have enjoyed your flight. Hier ist unser A320. Ja, ich hoffe eben, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn ein Like würde ich mich natürlich freuen. Oder ein Abo und ein Kommentar. Dass die Landung scheiße war, das weiß ich. Wir schauen uns kurz noch die Dings an. Die Bewertung von X-Passenger. So, you welcome the passenger. Your takeoff was uneventful. You exceeded the maximum operating speed of your plane. Echt jetzt? G-force were too high. Vertical climbing speed were too steep. Es food alles. You performed a very hard landing. Okay. Okay, ich hoffe euch eben hat, dass es euch trotzdem gefallen hat und hoffentlich seid ihr beim nächsten Flug mit einer besseren Landung wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.